Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin auf großer Motorradreise in Südamerika und ihr wisst ja, dass ich ein Päckchen bekommen habe, beziehungsweise zwei, und unter anderem gibt es eine neue Kamera. Ihr habt ja gesehen, wie glücklich ich war, dass endlich meine zwei Päckchen angekommen waren. Und heute kann man auch mal sehen, warum ich mich so gefreut habe, denn unter anderem war neues Kameraequipment drin. Und zwar die Insta360 X3, eine 360-Grad-Kamera. Ja, sie haben mir jetzt die X3 zur Verfügung gestellt und wie ihr seht, jede Menge Equipment. Es ist alles noch zugeklebt und heute werden wir zusammen mal schauen, was für Equipment dabei ist. Man sieht hier schon Motorcycle Bundle und so. Es gibt coole Sachen. Schauen wir mal rein. Also, das Herzstück ist natürlich die Kamera selber. Eine 360-Grad-Kamera mit zwei Linsen. X3, das neueste Modell. Wenn ihr auch so eine erwerben wollt, ich habe in der Videobeschreibung und in meinem Blogartikel einen Link. Es gibt manchmal auch Winteraktionen oder Prozente auf andere Produkte oder auf das ganze Sortiment oder verschiedene Aktionen. Da könnt ihr immer gerne mal reinschauen. Und natürlich ist es auch gut für mich, wenn ihr über meine Links was kauft, dann wird die Kooperation vielleicht auch in Zukunft Früchte tragen für beide, für Insta360s und für mich. Ja, jetzt packen wir es mal aus. Ja, hier ist so eine Folie drin, drumherum. Ich habe mir hier mal mein einziges Küchenmesser genommen. So. Schauen wir mal rein. Ich bin selber sehr gespannt, wie sie aufgeregt. Ja, meine Kameras, die sind alle schon 5 bis 10 Jahre alt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie gebraucht die schon sind. Also hier. Ja, schön zwei Linsen drauf, ne, damit man dann hier 180 Grad, hier 180 Grad. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Instagram. In Instagram ist es sehr in oder bei Motorradfahrern ist es sehr in. Und hier gibt es dann eben eine Stitch-Linie, also ja, wie es quasi zusammengenäht, und die Software macht quasi diese Linie und dann hat man eine 360 Grad Sicht. Ja. Und man kann es immer noch, ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, weil es das neueste Modell ist. Es wird natürlich immer besser, aber diese Stitch-Linie kann man manchmal so ein bisschen sehen. Ich bin gespannt, wie es hier sein wird. Ja, hier sind noch die Schutzfolien und alles drauf. Ja, schauen wir mal, was noch dabei ist. Nehmen wir mal an, es ist irgendwie ein Ladekabel oder sowas. Ja. USB normal auf USB-C. Und was ist das hier? Aha. Eine Hülle ist auch dabei, aus so Neoprenstoff. Sehr cool. Kann man das wahrscheinlich dann so da reinzwängen. So vielleicht. Ein Mikrofasertuch. Oh, das fühlt sich richtig hochwertig an. Ja, bei Mikrofasertüchern gibt es natürlich auch große Unterschiede. Und das haben wir hier noch. Und noch Sticker. Wie ihr wisst, beim Motorradfahren, Sand, Wasser, mal hinfallen, das Ding fällt auf Steine und so weiter. Also es wird gut in Mitleidenschaft gezogen werden. Und umso mehr Schutz die Kamera haben kann, desto besser. Deswegen habe ich hier jetzt noch den Screen Protector. Also ja, da kommt hier eine Folie drauf. Und Lens Guards, ja, für die Linsen, Schutzkappen. Aber beginnen tun wir damit eine SD-Karte, haben sie mir auch geschickt, 128 GB, super cool. Ja, die lege ich als erstes mal ein. Und das ist auch schon nicht schlecht. Man hat hier diese Sicherungsdinger, einmal, zweimal, man sieht es dann immer, wenn es rot wird. Das ist die Batterie und die muss man rausnehmen, weil hier ist der SD-Kartenslot. Und die lege ich jetzt schon mal ein. Zack. Und andersrum. Zack. Wenn man das gut reindrückt,
dann sieht man, dass es geschlossen ist. Wenn es offen ist, dann sind diese roten Dinger da. Roten Markierungen. Ja, ist wie beim Handy, ne? So ein Saubermachtuch. Und der Screen Protector selber. Es gibt hier immer Videos dazu, wenn das Internet geht. Da sieht man dann, wird das alles mit Videos beschrieben, super cool, easy, easy, easy. Und ja, bei den Lensguards muss man gucken, ne? Vorne und hinten ist unterschiedlich. Und was cool ist, hier sind noch so Kleber dabei, also wenn die Klebefolie irgendwann nachlässt, hat man hier noch Ersatzkleber und da braucht man dieses Ding für, um den Kleber hier von der Linse zu lösen und dann kann man das nochmal ersetzen. Und ihr seht, hier unten ist so eine kleine Nut und da ist so eine kleine Nut, die muss halt nach unten zeigen. Und dann soll man das drauf machen. So. Und 10 Sekunden anpressen. So, was haben wir noch? Eine Ersatzbatterie. Boah, richtig geil, sogar mit so einem kleinen Köfferchen. Da ist echt alles edel gemacht, muss man sagen. Ja, hier kann man sogar noch eine SD-Karte reinpacken. Toll, wirklich toll. Zum Reisen natürlich auch praktisch. Und was immer auch praktisch ist, wenn man mehrere Batterien hat, ein Charger. Das ist ziemlich groß, aber ich meine, die Batterien sind auch sehr groß. Hier haben wir wieder ein USB-C-Kabel, USB-C auf USB-C. Und hier haben wir das Motorcycle Bundle. Sind wir alle neugierig? Was könnte das sein? Ja, das sind halt so Sachen, wie man die Kamera am Motorrad anbringen kann, ja, am Helm oder am Lenker oder. Wir schauen mal rein, was da so drin ist. So, allerhand cooles Zeug, auch wieder Screen Wipes. Das hier kann man aufs Motorrad kleben. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, dass man es auf den Tank kleben kann. Sind 2 dabei. Oder aufs Windscreen kann man es auch kleben. Aber es ist nicht so, dass man es wieder abmachen kann. So steht es hier, ist for one-time use, also der Kleber. Also man kann es aufkleben, aber es muss dann da bleiben. Da muss man sich natürlich genau überlegen, wo man das hinhaben will. Kann man hier aufmachen, dann kann man das irgendwo dran. An einen Stutzbügel oder so. Das schauen wir uns dann alles gleich nochmal genauer an. Haben wir hier noch solche, also echt richtig geil. Alles fühlt sich richtig gut hochwertig an. Ja. Ich weiß nicht, was das hier ist. Schauen wir mal. Ah, da kann man hier noch, das ist quasi ein Schlüssel, da kann man das richtig festziehen wohl. Ja. So. Was haben wir sonst noch? Noch einen Stick. Ich hatte ja auch schon vorher Insta360 Stick, der ist schon ziemlich durch, aber der geht noch. Aber jetzt habe ich hier nochmal, das ist 1 Meter Länge. Ja, das ist schon richtig edel. Invisible Selfie Stick. Und falls man das nicht weiß, ne, wenn man das jetzt hier so dran macht und hier ist es jetzt automatisch richtig, ja, aber das muss genau in einer Linie sein und dann kann man den ausfahren, den Stick. Vielleicht.
Ich will es jetzt nicht. Der ist einfach zum Ziehen, der ist nicht zum Drehen. Mein anderer, ich habe auch einen von 360, der ist noch so zum Drehen, zum Sichern, aber das hier geht einfach so. Und 1 Meter, 1, 2, 3, sogar 4. Bei dem anderen habe ich nur 3. Hier unten ist das Ding. Und dann verschwindet der Stick eben, wenn man das ausfährt. Und dann sieht es dann aus, als würde die Drohne neben einem fliegen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Selfie-Stick. Und der ist super leicht, viel leichter als mein anderer. Also da haben sie echt nochmal in den letzten Jahren sich verbessert. Okay, was noch? Lens Cap. So, eine Schutzkappe aus so Gummi oder sowas. Kann man die hier so drauf machen, dann ist das noch ein bisschen besser geschützt. So, was haben wir noch hier? Ein Quick Reader. Das hatte ich irgendwo bei YouTube gesehen, da hat jemand gesagt, ey, das ist ein Must-Have. Also, man kann jetzt hier eine SD-Karte reinmachen und kann es dann hier dran machen. Ich glaube hier oben. Dann wird eben das Zeug auf der SD-Karte hier gespeichert. Man kann dann die SD-Karte da reinmachen und kann es direkt an den Computer stecken. Und dann kannst du das, oder auch ans Handy, und kannst die Insta360 App runterladen und kannst es dann die Files bearbeiten und Instagram oder was weiß ich machen. Dann Mic Windmuff. Ich glaube, das spricht für sich selber. Hier. Das sind Windschützer für das Mikrofon. Ne? Ist immer gut, das wurde auch empfohlen von Insta, dass man das immer hier drauf legt, dann ist die Kamera geschützt. Einmal entfetten. Ich muss das natürlich dann immer ausprobieren, ob das dann hält mit dem. Hier sind so ein Klettverschluss. Ne? So. Und hier sind natürlich noch Ersatzdinger dabei. Vielleicht behalte ich das hier so, das ist ein ganz praktisches Päckchen. So, und zu guter Letzt haben wir noch 2 Quick Release Mounts. Okay, ich denke mal, das ist zum Festmachen. Quick Release ist eben, ne? Man kennt das ja bei den normalen Halterungen. Da muss man das dann immer hier so festschrauben. Quick Release, ja, es kommt ja jetzt immer mehr und mehr. Immer mehr Produkte haben magnetische Halterungen. Das ist der Quick Release Mount. Hier kann man auch noch machen, Lock, dann geht es nicht ab. Ja, man soll jetzt diese Platte hier, schraubt man hier rein und es steht auch da, man kann mit dem das auch mit dem Selfie-Stick und mit dem anderen Accessoires benutzen. Wir schauen uns das mal an. Hier kann man es jetzt hier noch, ne? Dann kann man das einfach, sieht man das? Andersrum. Zack, fest. Wenn du es hier noch lockst, kann es nicht mehr abgehen. Cool, oder? Aber ich muss es nochmal abmachen. Warum? Wegen diesen. Ja? Das ist eine Silent Mute Plate, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Also es macht eben, dass es dann ja keine Klappergeräusche gibt. Und dieses Ding kann man natürlich auch an andere Kameras dran machen, das Quick Release. Ja, alles, was so eine Schraube unten hat, kann man es dran machen. Ja, ich würde die dann am Motorrad irgendwo das Ding hinmachen und dann kann ich immer puff, drauf machen. Also ist echt cool. Gibt es natürlich eine App dazu. Sowohl für den Laptop als auch fürs Handy. Ein kompletter Bearbeitungsraum, der deine Insta360 Kameras und handgeführten Gimbals begleitet. All das in deiner Tasche. Jetzt gucken wir mal, was wir hier mit dem Motorcycle Kit machen können. Und dann kommt natürlich noch, dass wir die ersten Aufnahmen zeigen oder dass ich die ersten Aufnahmen zeige mit meiner neuen Kamera. So, bevor wir jetzt mal endlich die Kamera testen, habe ich jetzt auch geladen.
Ich wollte es einmal zeigen, das Ladegerät. Ja, wenn es grün leuchtet, ist es 100%. Wenn es grün blinkt, ist es über 80%. Wenn es gelb blinkt, unter 80%. Ich glaube, rot gibt es auch noch. Also die App habe ich jetzt installiert. Kommt auch hier, ne? Mit dem QR-Code kann man die installieren. Und hast du ein Insta360 Gerät, schreibe ich hier mal das Quick Release drauf. So. Das ist die erste Aufnahme. Ich weiß nicht, wie gut es läuft. Ja, wir können ja einmal runterlaufen. Haben wir hier ist es ja hübsch, ja? Mein Avocadobaum. Und ich habe jetzt Stereo eingestellt wegen diesen Windschutzdinger. Da stand, man soll dann Stereo einstellen. Es gibt auch noch Windgeräuschunterdrückung. Dann unterdrückt er den Wind eben und macht die Stimme lauter. Ich weiß jetzt nicht, was fürs Motorradfahren am besten ist. Das muss man noch ein bisschen ausprobieren. Aber ihr seht, ich glaube, das ist ganz nett. Jetzt versuche ich mich mal genau auf die Stitchlinie zu setzen. So, und hier steht die Lucy. Und natürlich das letzte Kapitel, um die Kamera vorzustellen. Dann machen wir hier noch die Halterung dran. Denn wir haben ja hier diese Klammer, professionell, super cool. Man kann es hier dran machen, es sind noch verschiedene Dicken. Man kann es hier dran machen. Man kann es aber auch hier hinten, kann man das sehen noch? Hier hinten an die Dünne dran machen, das passt auch. Man muss es halt ordentlich festmachen, dafür ist eben dieser Schlüssel dabei. Da kann man das dann ordentlich mit Hebel festmachen, sodass es nicht sich bewegen kann. Kann man dann auch noch so gegenkontern, also das ist halt alles schon super cool. Und was hier auch cool ist, man kann erstens diese schwenken, wie man möchte. Ja. Mehr so, mehr so, mehr so, und dann kann man sie festmachen. Ja. Und man kann sie auch noch drehen, auch noch, ja, wie man möchte. Das ist jetzt so fest. Und durch die Länge und das Gewicht muss man es dann immer schon ordentlich festmachen. Deswegen ist dieses Ding dabei. So, das war's von meinem Unpackaging-Video. Unpacking. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Ihr wisst, was ich meine. Meinem Auspackvideo. So sagt man auf Deutsch. Und ja, freue mich sehr, sehr, sehr über meine neue coole Kamera. Und die hat auch 1000 Modi. Das muss ich mir alles erstmal angucken. Und wie das funktioniert, auch wo die Klammern dann endgültig hinmacht oder diese Klebedinger. Das mache ich irgendwann mal. Zeige ich dann auch gerne nochmal. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr was kaufen wollt oder so, könnt ihr es gerne über meine Links machen, da könnt ihr immer mal gucken, Videobeschreibung oder meinen Blog. Es gibt immer ein paar Prozente da und es ist auch gut für mich, wenn ihr darüber was kauft. Dann sieht Insta360 auch, dass sich die Kooperation mit mir lohnt. Ich möchte mich noch für die Unterstützung bedanken bei Ronald und Andrea von 701 Around the World. Und Norbert und Erik für Ron con Pachita, vielen Dank. Und Hanno, Dankeschön, sehr nett. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.